Was sind die Risiken beim Koboldschweißen und welche Maßnahmen werden als Schutz ergriffen? Bei dem Kobold-System habe ich prinzipiell erstmal die gleichen Gefahren wie beim Handschweißen. Das heißt, das ist der Lichtbogenschutz und die Rauchentwicklung. Hier kann man aber allgemein sagen, dass ich sogar eine geringere Gefahr habe wie beim Handschweißen, da der Schweißer eben nicht mehr direkt am Werkstück arbeitet, sondern nur noch das Teilehandling übernimmt und in der Zwischenzeit sich von dem System entfernt. Ansonsten haben wir noch den Punkt Kollisionen mit dem Kobold oder mit dem Brenner oder dem Draht. Hierfür ist der Kobold kräfteüberwacht und schaltet immer sicher ab, wenn es zu einer Kollision kommt. Ansonsten gilt auch noch, dass ich wie beim normalen Schweißen eine persönliche Schutzausrüstung brauche. Das heißt zum einen eine Schweißerkleidung, einen Schweißerhelm und das Arbeiten mit Handschuhen, beziehungsweise wenn ich nicht am System bin und das System nicht schweißt, mit einer Schutzbrille. Ist beim Koboldschweißen eine Schutzeinhausung notwendig? Eine Schutzeinhausung beim Schweißen mit dem Kobold ist prinzipiell nicht zwingend notwendig. Wichtig ist dabei allerdings, dass der Mitarbeiterschutz gewährleistet wird. Die Vorteile beim Schweißen ohne Schutzeinhausung sind ein offeneres Programmieren am Tisch und ein freieres Teilehandling am Gesamtsystem. Wenn ich dagegen ein System mit Schutzeinhausung verwende, habe ich den Vorteil, dass eine Absaugung und ein Lichtbogenschutz direkt mit integriert ist und das System in der Regel schneller fahren kann. Ist das Konzept CE-zertifiziert? Das Lorch Kobold Welding Package ist CE-konform. Wir haben hierfür eine ausführliche Risikobeurteilung durchgeführt, in der die einzelnen Risiken des Systems betrachtet werden und die Maßnahmen dagegen ermittelt werden und geprüft werden. Lorch hat hier speziell auch mit verschiedenen unabhängigen Sicherheitsberatern gearbeitet und kann deswegen sagen, dass wenn das System nach den Vorgaben von Lorch aufgebaut ist, was unter anderem beinhaltet, dass kontrolliert wird, dass eine geeignete Absaugvorrichtung und ein geeigneter Lichtbogenschutz installiert ist, das System CE-konform ist. Sollten wir den Fall haben, dass beim Kunden Gegebenheiten vorhanden sind, die nicht der Vorgaben von Lorch entsprechen, hat der Kunde immer noch die Möglichkeit, vor Ort eine eigene Risikobeurteilung zu übernehmen und dann selber das System als CE-konform erklären. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben.